Abonnenten. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Willkommen am Flugplatz in Worms und bevor es gleich in den Flieger geht und ich euch verrate, wo es diesmal hingeht, möchte ich dem Pilot Frank danken. Denn der hat mir seinen Flugvorbereitungsblock und seine FFS1-Scheibe geschickt. Ja, diese FFS1-Scheibe, die ist wirklich nützlich unterwegs, weil da hat man sehr viele Informationen drauf. Transpondercodes, Halbkreis-Flugregeln, man kann die ICAO-Karte anlegen und sieht, wie weit man auch zu fliegen hat. Lichtsignale sind drauf und was man so beim Motorausfall zu tun hat. Ein paar Air-to-Air-Frequenzen. Danke Frank! Dein Kanal wird hier oben verlinkt, damit es auch alle anderen sehen. Aber ich glaube, jeder meiner Abonnenten ist auch dein Abonnent. Wir sehen uns bald. Jetzt sehen wir uns gleich im Cockpit. Dann Höhenmesser auf der örtliche Platz einstellen. Wir haben einen Luftdruck von 1018 Hektopascal auf Meeresspiegelhöhe. Motor kalt, Choke vollziehen, Gas Leerlauf und Starter drücken. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen jetzt auch im Cockpit und heute fliegen wir über den Schwarzwald. Zielflugplatz wird Winzeln-Schramberg sein. Heute Morgen habe ich ins Wetter geguckt, nach Osten hin ist nicht so gut, aber nach Süden hin alles offen. Auf dem Feldberg liegt noch Schnee, das wird doch ein super schöner Winterausflug heute, da wollen wir das nochmal nutzen. Winzeln-Schramberg, freue ich schon drauf, da gibt es einen super Italiener, den habe ich vor ein paar Jahren noch ausprobiert, jetzt wieder. Hallo Frank. Gut, dann legen wir mal los. So, Piste 2.4, Kompasscheck 2.4 passt, dann kann es losgehen. Alles klar? Gut. Und Drehzahl steht, Fahrt kommt, 100 km/h und abheben. Hui! Ja, ist schon ein bisschen windig, merkst du es? Wir werden geschüttelt. Information, Delta Mike Zulu in der X-Ray. Delta Mike Zulu in der X-Ray, komm. Delta Mike Zulu in der X-Ray, eine Charlie 42, gerade in Worms gestartet, 3000 Flug, auf dem Flug nach Winzeln-Schramberg, Kennung Echo Delta Tango Whisky, bitte Verkehrsinformation. In Ordnung, Transponder 4452, bitte, QNH 1020. Transponder 4452, QNH 1020. Wir haben extremen Gegenwind. Wir sehen, wir fliegen hier mit 190 km/h gegenüber der Luft, gegenüber dem Boden 140 km/h. Das heißt, auf dem Rückflug sind wir dann schneller. Da fahren sie auch schon Ski. Delta Echo X-Ray. Ja, können wir für die TM. Das ist, also der Bergdamm mit dem Turm, das heißt, Hauen ist drin. Da fährt niemand Ski. Ist leer? Ja. Langen von der Delta X-Ray.
Delta India X-Ray. Ja, nur zur Information, ich drehe noch eine Runde um Feldberg, bevor ich nach Winzeln-Schramberg fliege. Verstanden. Ja, voll die Berge. Wir können ein bisschen in den Alpen schauen. Was da hinten sieht, sind die Alpen. So, jetzt fliegen wir auf den Feldberg zu. Ja, haben vor uns die Alpen. Man hat heute echt eine weite Sicht, das ist echt schön. So, da ist ordentlich Skibetrieb. Da bekommt man gleich wieder Lust, auch auf die Piste zu gehen. Paraglider. Wo? Da unten. Noch weit unter uns, oder? Ja. Gut. Gut, drehen wir schon mal die Frequenz von Winzeln-Schramberg ein, 118390. 1018 and squawk 4452. Der Luftsportverein von Winzeln-Schramberg schreibt ja auch auf seiner Homepage, bei ihrem Platz handelt es sich um den schönsten in Deutschland. Werden wir uns davon überzeugen.
Außerdem wird auch auf dieser Webseite eindrücklich darauf hingewiesen, doch bitte die Platzrunde einzuhalten, weil die umliegenden Orte sehr lärmempfindlich sind. Und dann gibt es auch Anflugrouten, die nicht offiziell sind, aber empfohlen werden. Also wer mal nach Winzeln-Schramberg fliegt, sowieso, wie ich es auch immer mache, schaut euch die Homepage an von den Plätzen, zu denen ihr fliegt, was die so für eigene Informationen haben, weil die lokalen Informationen sind immer die besten. Die sind dann auch ein bisschen aktueller, da stehen auch Telefonnummern drauf, wenn die sich mal schnell geändert haben sollten, etc. Und eben da habe ich auch den Hinweis mit dem Flyer gefunden für den Lärmschutz. Jetzt haben wir Rückenwind, jetzt fliegen wir 190 km/h, obwohl wir 170 km/h gegenüber der Luft Aber auch fliegen. kein Sprit mehr. Nee, die Anzeige, bis die auf 0 ist, dauert ewig. Ich zeige dir nachher, die wir haben. Das ist auch nicht, die Anzeige ist auch nicht mehr die beste. Also, das ist aber bei den vielen Flugzeugen so, dass gerade wenn die schon über 30 Jahre alt sind, dann sind die Anzeigen alle Schätzeisen. Nicht sehr akkurat. Deswegen vor jedem Tag, vor jedem Fliegen nicht auf die Anzeige verlassen, gucken, was hast du drin und berechnen, wie viel verbrauchst du. Und das dürfte dann auch reichen für zurück, weil zurück fliegen wir nur 1 Stunde und wir haben Rückenwind. Also da dürfen wir noch mal schneller sein. Die 1 Stunde wäre ganz ohne Wind gerechnet. Da bin ich mittlerweile bequem geworden und rechne mir nicht jedes Mal das Winddreieck aus. Aber man kann die Winde auch in seine App eintragen, auch wenn die nicht schon automatisch geladen werden, das Wetter, dann wird das automatisch mit einberechnet. Bei mir, ich habe Wetter nicht abonniert, ich muss es manuell eintragen, aber ich gestehe, auch dazu bin ich ein bisschen faul. Ich schaue mir die Winde an im Davor und sehe, dass ich gegen mit hartem Rückenwind und mache dann grob, okay, ich komme ein bisschen später an oder ein bisschen früher. Und dann mal ehrlich, wenn man dann losgeflogen ist, dann macht man sein GPS an. Man bekommt die Ground Speed angezeigt, man bekommt angezeigt, wann man am Ziel ist, an Minuten, und dann kann man ja auch rechnen. Wenn es jetzt nicht gerade große Strecken sind, wie jetzt New York, London, wo der neue Subsonic, also Unterschallgeschwindigkeitsrekord aufgestellt wurde für diese Strecke, weil die extremen Rückenwind hatten, da macht schon natürlich mehr aus, das zu berechnen, weil da geht es um tonnenweise Sprit. Aber bei kurzen Strecken und wenn der Tank voll ist, ist man auf Nummer sicher. Vincent Info, Delta Mike Zulu, India X-Ray. Ja, die Delta Mike Zulu in der X-Ray, eine C-42 aus Worms, 2 Personen, 5 Minuten südlich in momentan 4500 Fuß zur Landung. Wir haben die Piste 3-2 in Betrieb. Piste 3-2 in der X-Ray. Na gut, da fliegen wir direkt drauf zu. Ja, ich sehe den Platz. Gut. In der X-Ray jetzt im Endanflug zur 3-2. Willkommen in Winzeln-Schramberg. So, rollen wir hier mal ab. Da steht schon eine, dann nehmen wir den nächsten Weg. Ja geil, wir sind im Schwarzwald. Und ein richtig schöner Flugplatz also hier auf den ersten Blick. Jetzt gehen wir die Landgebühr bezahlen. Dann gehen wir was essen. Ne? Machen wir das. Die Sonne scheint, was wollen wir mehr?
geht's wieder zurück nach Worms. Achtung, Propeller frei. Winseln, Info, Delta Mike, Zulu, India X-Ray. Ja, X-Ray. Die India X-Ray fliegt zurück nach Worms. India X-Ray zur 3-2 über die Bahn. Für 3-2 über die Bahn. India X-Ray. Dann gucken wir mal, wie gut wir hier rollen können. Doch. So, auch in Winzeln-Schramberg gibt es kaum Rollwege, deswegen wird hier auf der Bahn zum Abflugpunkt gerollt. Und immer schön gucken, ob auch wirklich keiner kommt. Zur Not eben links oder rechts ausweichen. Aufs Gras. Und normalerweise gibt es hier eine Schleife, in der man drehen kann und auch seine Runner machen kann. Aber die gibt es hier nicht. Deswegen machen wir jetzt den hier auf der Piste. Die ist belegt, beziehungsweise die Schleife hier ist Segelflugzeug und Schleppflugzeug. So ist Abflugpunkt. Und die India X-Ray abflugbereit am Abflugpunkt von der 3-2. Ich starte. So, die Fahrt kommt, Drehzahl steht. Und die Delta X-Ray verlässt die Plattform Richtung Norden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Also, mein Fazit zu Winzeln-Schramberg. Es ist wirklich ein sehr schöner Flugplatz. Ob es jetzt wirklich der schönste Flugplatz Deutschlands ist, kann ich noch nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob ich es in meinem Leben schaffe, wirklich alle Flugplätze abzufliegen. Aber ich bemühe mich drum. Ja, da gibt es alles, was man braucht. Super freundlicher Tower. Da gibt es Sprit. Ich glaube, Abgas, Mogas, sogar Diesel, habe ich gesehen, ja. Es gibt ein Restaurant, das war super lecker. Da gab es auch super leckeren Kuchen. Die bauen gerade einen neuen Spielplatz, also gibt es was für Kinder. Außenrum ist der Wald, da kann man super spazieren gehen. Schöne Lage, Winzeln-Schramberg kann ich empfehlen. Leider hat der Platz nur am Wochenende offen. Also da einmal reinschauen. Jetzt geht es zurück nach Worms. War für uns ein toller Ausflug wieder. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal rein. Schaut euch meinen nächsten Flug an, würde mich freuen. Bis dann. Euer Uli, ciao.